open this up for any questions or any comments. I won't answer things that I'm going to cover later anyway. But whatever's come up for you, let's hear that and see where it goes. Also ich möchte gerne Fragen oder Kommentare einladen, werde aber nichts beantworten, worauf ich später eingehe. Was aber immer euch so gekommen sein mag, bitte sprecht es an, wenn es rein. Yes. Wenn ich die 4 edlen Wahrheiten uminterpretiere als 4 edle Aufgaben, dann stellt sich mir aber doch die Frage, wenn ich solche Aufträge oder Vorsätze praktiziere, dann muss ich ja auch an etwas glauben, was dahinter steckt. Und lande ich dann nicht wieder automatisch bei den 4 edlen Wahrheiten? You have to translate that. Something to do with believing. If I sort of reinterpret the 4 noble truths and take them as 4 tasks, in order to practice the 4 tasks, I need to believe something. So does that not as well reintroduce the notion of belief? Okay, that's a very good question. In English, we can make a distinction that you can't make in German, and that is belief with a small b and belief with a big B. Ja, also im Englischen können wir eine Unterscheidung machen, die man im Deutschen nicht machen kann. Glaube oder Vertrauen mit großem G oder V und mit kleinem G oder V. So belief with a big B is basically being required to adopt certain metaphysical propositions unquestioningly. Also großgeschriebener Glauben ist gewissermaßen die Aufforderung, oder dass von einem verlangt wird, gewisse metaphysische Annahmen unbezweifelbar anzunehmen. So if we take the 4 noble truths, big T as well, if we do not assent to the truth of those claims, we have no foundation for our practice. Also wenn wir die 4 Wahrheiten als Wahrheiten nehmen, dann ist, wenn wir diesen Wahrheiten, wenn wir denen nicht zustimmen, dann haben wir keine Basis zum Praktizieren. Now I'm not saying that if you operate within the 4 noble truth model, you don't have a practice. Yeah, you have a practice, definitely. Buddhism is very big on practice, whichever framework you use. Ich behaupte nicht, dass wenn man im Modell der 4 edlen Wahrheiten praktiziert, dass man dann keinen Rahmen für Praktik hat. Natürlich hat man auch dann einen Rahmen für Praktik, und Buddhismus ist sehr stark darin, Praktik anzuwenden. But what I'm saying is that if we remodel this into a 4-fold task, then we only require belief with a small b. Aber was ich behaupte ist, wenn wir das ummodellieren in eine vielfältige Aufgabe, dann brauchen wir nur kleingeschriebenen Glauben. In other words, to embark on any meaningful human activity, we require at least a degree of confidence that it's worthwhile. In jedem Fall bedürfen wir, um uns auf irgendeine menschliche Aktivität einzulassen, einen gewissen Grad von Zuversicht, dass das irgendwie ihre Sache wert ist. So it might be, for example, that you are inspired by figures like the Buddha, for example. You are confident that the way in which his teachings have been explained might be helpful. Also vielleicht seid ihr von der Gestalt des Buddha inspiriert und habt das Vertrauen, dass gewisse Dinge, die er gesagt hat, seine Lehren irgendwie hilfreich sind. And then that becomes a sort of hypothesis. Okay, this is the hypothesis. Let's see if this actually can be tested. Let's see that it can whether it works or not. Und das wird dann zu einer Art Hypothese, und du gehst so vor, dass du fragst, schauen wir mal, ob sich diese Hypothese bestätigen lässt, und in entsprechender Weise gehst du vor. So in other words, when you think of things as a task,
when you think of your practice as a set of tasks, Also wenn du an deine Praktik als eine Serie von Aufgaben denkst, your primary question is, does this work? dann ist deine erste Frage geht darauf, funktioniert das? And if it doesn't work, then you have every good reason to drop it and go on to do something else. Und wenn es nicht funktioniert, dann hast du nur jeglichen Grund, um es wieder gehen zu lassen. Whereas if you base your practice on the truth claims, then you're more likely to think in terms of, is this true? Or is this false? Is this right? Is this wrong? You set up a different set of questions. Wenn du aber deine Praktik auf den Wahrheitsanspruch gründest, oder im Wahrheitsanspruch gründest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich eher fragen wirst, ist das richtig, ist das wahr, ist das falsch und so weiter. Das heißt, du gründest deine Praktik auf einer anderen Serie von Annahmen und Fragen. I think it's probably fair to say that in most orthodox Buddhist traditions, enlightenment is understood in terms of truth. Und wahrscheinlich ist es nur fair zu sagen oder angemessen zu sagen, dass in den meisten buddhistischen Überlieferungen Erleuchtung als auf Wahrheit basierend verstanden wird. In other words, the enlightened person is the one who has gained privileged access to the ultimate truth. Also anders gesagt, eine erleuchtete Person, ein erleuchteter Mensch ist jemand, der privilegierten Zugang zur Wahrheit gefunden hat. So I was taught by the Tibetan tradition I trained in that enlightenment means gaining direct, non-conceptual insight into the nature of shunyata, or emptiness, which is the ultimate, the Paramatta Satya, ultimate truth. Also in der tibetischen Tradition wurde ich so unterwiesen, dass Erleuchtung der Gewinn direkter, nicht konzeptueller Einsicht in Shunyata, die letztendliche Realität der Wahrheit ist. Yeah. So in other words, the idea is that you bring your mind into a correspondence, or you get to a state of mind that corresponds to the nature of how things really are. Also die Idee dabei ist, dass du gewissermaßen deinen Geist in eine Korrespondenz, eine Entsprechung mit der Natur, wie die Dinge, oder mit dem Wesen, wie die Dinge wirklich sind, bringst. And I think Buddhism and probably most religions are saturated with those kinds of assumptions. Und ich denke, dass der Buddhismus und vermutlich die meisten Religionen mit einer mit Annahmen dieser Art gewissermaßen gesättigt sind. Whereas if we think in terms of tasks, that whole way of thinking becomes redundant. Wenn wir aber im Rahmen von Aufgaben denken, dann wird diese ganze Art, in Wahrheitssinne zu denken, überflüssig. So if we go to the Buddha's account of awakening at the end of his first discourse, it's got nothing to do with coming into agreement with the nature of reality. Wenn wir also zu den Aussagen des Buddha am Ende seiner ersten Lehrrede gehen, dann finden wir, dass das nichts damit zu tun hat und nicht, dass kein Bezug irgendwie darauf genommen wird, dass mit in Entsprechung dazu zu kommen, wie die Dinge wirklich sind. The awakened one, the awakened person, is the one who has optimized their comprehension of the situation in which they find themselves. Eine erwachte Person ist jemand, der oder die eigene Erfassung, das eigene Verstehen der Situation, in der sie sich befinden, optimiert hat. Who likewise has optimized their capacity to let go of reactivity or craving or grasping. Und in gleicher Weise das eigene Vermögen von Begehren und Begehren und Ergreifen loszulassen, optimiert hat. Who has centered their experience in this non-reactive awareness, which we might call nirvana. Und ihre Erfahrung in der ihre Erfahrung in der who has centered their experience in
this non-reactive awareness that we might call nirvana. Und die also ihre Erfahrung in diesem nicht reaktiven Gewahrsein, das wir Nirvana nennen können, zentriert hat. And who has cultivated or brought into being a way of life that extends to all aspects of their humanity. Und die einen And has brought into being, has cultivated a way of life. It's another part that I haven't got. Sorry. So, who has cultivated a way of life that engages every aspect of their humanity. Und die einen Lebensweg, Lebenswandel kultiviert hat, der jeden Aspekt ihrer eigenen Menschlichkeit einbezieht. So it's a whole different way of looking at things. Of course, it requires confidence. It requires a certain trust in what you've been taught, in what you're doing. But it's not about big metaphysical beliefs. Das ist eine vollständig andere Art, an die Dinge heranzugehen, die natürlich ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Zuversicht verlangt, aber nicht, dass man also irgendeiner Serie von Glaubenssätzen zustimmt. Yes? In another talk you were saying there was an Italian scholar, he did research and he found out that truth and Aryan truth is added later. Can you say something to this? Could you translate that? In einem anderen Talk hat Stephen gesagt, da gab es einen italienischen Forscher, der sich der Frage tiefer beschäftigt hat, ob Wahrheit und edle Wahrheit vielleicht später dazu kam zu dem Text. Okay, this isn't actually an Italian scholar, it's a British scholar called K.R. Norman. Das ist also kein italienischer Gelehrter, sondern ein britischer Gelehrter, K.R. Norman. K.R. Norman is one of the world's leading experts on what are called Mid-Indo-Aryan Prakrits. Und das ist einer der führenden Experten in der Welt in Bezug auf das, was man Indo-Arisch Prakrit. Prakrit means spoken languages. Mid-Indo-Aryan Prakrits are a group of spoken languages amongst which you find Pali. Also es ist eine Gruppe von gesprochenen Sprachen und zu denen auch Pali gehört. What Norman noticed, and in fact, actually Norman based what he concluded upon the work of a guy called F.W. Woodward, who was working in Australia in the 1930s. Also Norman gründete das, wozu kam, auf die Arbeit eines anderen Gelehrten namens Woodward, der in Australien arbeitete in den 1930er Jahren. And they noticed that the formulation of the Four Noble Truths in the first discourse actually doesn't make sense. Und die beiden bemerkten, dass die Formulierung der vier edlen Wahrheiten in der ersten Lehrrede nicht wirklich Sinn macht. This is quite a complicated argument, so I don't have time to go into it in great detail. Das ist eine ziemlich komplizierte Darlegung und ich kann da nicht im Einzelnen drauf eingehen. But basically they noticed that in the text it says the second noble truth is to be let go of. Und im Text heißt es, dass die zweite edle Wahrheit loszulassen ist. Now they both said, well, wait a minute, why would you let go of a noble truth? Und sie stellten sich die Frage, nun warte mal, warum lässt du eine Wahrheit los? Surely the person who's become the Arhant cannot have let go of the second noble truth. He's let go of craving. He hasn't let go of the second noble truth. Is true whether you've let go of craving or not. Also auch der Arhant würde nicht die Wahrheit loslassen, sondern das Begehren loslassen, aber nicht die Wahrheit. So you can let go of the craving and the Wahrheit will still be wahr. Also du lässt das Begehren los, aber die Wahrheit ist noch immer wahr. Now what Norman recognized, this is the case for each of the Four Noble Truths. Und Norman erkannte, dass das mit allen vier Wahrheiten so ist. Yes, in other words, the noble truth of suffering, when it says the noble truth of suffering is to be comprehended, what it really means is that suffering is to be comprehended.
Wenn es also heißt, dass die edle Wahrheit des Leidens zu erfassen oder zu verstehen ist, dann ist damit wirklich gemeint, dass Leiden zu erfassen und zu verstehen ist. And when it says the fourth noble truth is to be cultivated, it actually means the eightfold path is to be cultivated. Und wenn es heißt, dass die vierte edle Wahrheit zu kultivieren, zu entwickeln ist, dann ist damit gemeint, dass der edle achtfältige Pfad zu entwickeln oder zu kultivieren ist. So in other words, what has happened is that at some point a redactor introduced the word Arya Satyam, noble truth of, which results in the text no longer making grammatical sense. Und was also anscheinend passiert ist, dass irgendein Redakteur zu irgendeinem Zeitpunkt die Formulierung Arya Satyam, was heißt die edle Wahrheit von, eingeführt hat, mit dem Ergebnis, dass der Text keinen Sinn mehr macht. So the point is not to comprehend the first noble truth, the point is to comprehend suffering, pain, aging, sickness, death. Also es geht nicht darum, die erste edle Wahrheit zu erfassen, sondern es geht darum, Leiden, Alter, Krankheit, Tod und so weiter voll zu verstehen. But with the first noble truth, you don't notice the problem so much because we also say you must understand and comprehend this truth. But we can't say you must let go of this truth. Also bei der ersten edlen Wahrheit bemerken wir das nicht so sehr, weil wir natürlich auch sagen, du musst diese Wahrheit des Leidens verstehen und voll erfassen. Aber man kann nicht wirklich sagen im Sinne der zweiten Wahrheit, dass man, da geht es offenbar darum, dass man das Begehren loslässt, aber nicht die Wahrheit. I explain this in much greater detail in my forthcoming book, or my book in After Buddhism, which will be translated into German, has been translated into German, and will appear next spring. Ich erkläre das viel ausführlicher in meinem Buch After Buddhism, das auch ins Deutsche schon übersetzt ist und im nächsten Frühjahr erscheinen wird. But I think the other point that is worth addressing is, well, how did the Buddha use the word truth, or satya? Aber ein anderer Punkt, der auch wert ist, dass wir darauf eingehen, ist die Frage, wie verwendete der Buddha das Wort Satya, Wahrheit? We find in some of the earliest texts, particularly the Sutta Nipata, in einigen der frühen Texte, insbesondere des Sutta Nipata, finden wir, the Buddha actually rejects people who claim, I know the truth. He says, this is a waste of time. Wir finden dort, dass der Buddha Menschen zurückweist, oder es zurückweist, wenn Menschen behaupten, dass es Wahrheit gibt. Das ist eine Zeitverschwendung. So there is a very strong early tradition that is already very critical of using the word truth in this way. Es gibt also schon eine sehr frühe Überlieferung, die sehr kritisch dem gegenüber ist, das Wort Wahrheit in diesem Sinne zu verwenden. And we must also remember that although every Buddhist tradition speaks in terms of ultimate truth and relative truth, und wir müssen auch daran denken, dass obwohl jede buddhistische Überlieferung im Sinne von höchster Wahrheit oder ultimativer Wahrheit und relativer Wahrheit spricht, nowhere in the Pali discourses does the Buddha use this language at all. Es gibt keine Stelle in den Pali-Lehrreden, in denen der Buddha diese Sprache benutzt. We do find the word satya, but it usually, not always, but it usually refers to something like honesty. Wir finden wohl das Wort Satya, aber gewöhnlich, wenn auch nicht immer, hat es die Bedeutung, oder bedeutet es so etwas wie Ehrlichkeit. So in other words, the truth is understood as a virtue. Also anders gesagt, Wahrheit wird als eine Tugend verstanden. Truth has to do with how we speak, how we communicate, how we represent things. It's being honest. Wahrheit hat also damit zu tun, wie wir sprechen, wie wir kommunizieren, wie wir die Dinge repräsentieren. Ehrlich sein. And again, we find evidence for that also in some of the Ashokan inscriptions. Und wir finden auch eine Bestätigung dafür in einigen der
Schriften, nicht Schriften, das sind ja Inscriptions. Ja, Inschriften. Inschriften Ashokas, meist an Pfeilern. So I think what happened is at some point the notion of truth shifted from being an ethical virtue into being something that designated the nature of reality. Also zu irgendeinem Zeitpunkt verwandelte sich das Verständnis von Wahrheit von einer ethischen Qualität im Sinne von Ehrlichkeit zu einer epistemischen Qualität im Sinne von Wahrheit. Okay. Then why don't we now stand up and I suggest we have another period of meditation.